Reingeguckt. Tippst du mich jetzt oder was? Jesus, ich musste jetzt 4-mal nachfragen, bevor ich dieses Video gedreht habe. Käferplage. Wir haben uns entschieden, in den Stettiner Haff zu fahren. Nach all dem schwierigen Wetter in der Ostsee waren wir einfach müde. Und was für einen traumhaften Start im Haff. Selbst die gefürchteten Dalben konnten uns diesmal nicht die Laune verderben. So, wir sind jetzt in Alt-Warp gelandet. Durch den Wind, der sich ein bisschen gedreht hat während der Fahrt, haben wir uns überlegt, okay, der beste Ort, um jetzt mal anzulegen und dann weiter zu planen, wäre dieses Örtchen. Wir wollen auch jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden, deshalb wollen wir uns angucken, was der Ort zu bieten hat. Also, let's go! Wir haben vom Hafenmeister den Tipp bekommen, dass hier ein Biber lauert. Wir hatten uns jetzt überlegt, wo allmählich die Dämmerung kommt, dass wir uns vielleicht mal auf die Suche begeben. Mal schauen, ob wir ihn finden. Nach ein bisschen Nachfragen in der Gegend haben wir den Ort gefunden, an dem der Biber zuletzt gesehen wurde. Wir warteten bis zur Abenddämmerung und tatsächlich wurden wir belohnt. Dennis hat sogar versucht, ihn aus der Nähe zu filmen, aber das fand der Biber nicht so toll und ist schnell wieder weggeschwommen. Taucht dann ab. Also wir befinden uns in Alt-Warp und das da hinten ist Neu-Warp. Wir befinden uns in Deutschland und das da hinten ist schon Polen. Also sind wir Westside und die sind Eastside. Wir sind die Besseren auf jeden Fall. So, genug von Alt-Warp gesehen. Jetzt als nächstes fahren wir nach Mönckebude. Diese Namen hören sich alle an, als wären sie von einem 5-Jährigen erfunden worden. Moment mal, wer ist das denn? Könnt ihr euch noch an die letzte Folge erinnern? An das Auto, das so schnell die Straße entlang fuhr? Genau, meine Eltern sind zu Besuch. Mein Papa war natürlich sofort Feuer und Flamme, ist mit aufs Boot gekommen und hat in bester Papa-Manier alles gefilmt und fotografiert. Wenn es um Bootsarbeiten ging, war mein Papa immer direkt zur Stelle. Er hat einfach alles getan. Am liebsten würden wir ihn dauerhaft auf dem Boot behalten. Aber ich glaube, meine Mama wäre da doch ziemlich traurig. Zumindest nach einer Weile. Auch unsere Windfahnensteuerung haben wir weiter getestet.
Es klappt schon ein bisschen besser, aber es ist noch Luft nach oben. Reingeguckt. Filmst du mich jetzt oder was? Jetzt ja. Oh nee. Alte Trinkur. Ein Höhe. Und vergesst nicht, Kinder. Genau unsere Salami leer ist. Oh no, unsere Navigation ist abgestürzt, weil wir verpennt haben, das aufzuladen. Aber Doro hat auch schön schnell einen Notfallplan. Ist jetzt auf dem Handy. Es kamen uns erstaunlich viele Boote entgegen. So eine Frequenz waren wir gar nicht mehr gewohnt. Aber nach etwa 4 Stunden sind wir schließlich in Mönckebude angekommen. Das Anlegen zu dritt ist bei Dalben wirklich Deluxe. Jeder kann sich auf eine Seite konzentrieren und eine Leine befestigen, während der Steuermann das Boot entspannt nach hinten steuert. Komfort pur. Wir sind angekommen in Mönckebude. Jesus, ich muss jetzt 4-mal nachfragen, bevor ich dieses Video gedreht habe. Der Hafen ist auf jeden Fall größer. Das deutet auch schon darauf hin, dass die Ortschaft größer ist und vielleicht auch spannender. Die Fahrt ist relativ gut gelaufen, sehr entspannt. Aber das sind auch ganz andere Dimensionen, wenn man so auf einem See oder auf dem Teich ist. Es sind halt 15 Seemeilen, was wir auf einer Arschbacke runtersegeln. Im Gegensatz dann zu 30 bis 50 Seemeilen und ja, doofen Wind. In Mönckebude gab es ehrlich gesagt nicht allzu viel zu entdecken. Aber manchmal ist das ja auch okay. Einfach ankommen und ein bisschen durchatmen. Käferplage. So brennt die Lampe erstmal 10 Minuten. Jesus. Leider hat uns der Hafenmeister jetzt gesagt, wir müssen verholen, weil der Besitzer des Platzes
zurückkehrt morgen. Der weiß nicht um wie viel Uhr, deswegen sollen wir jetzt mal umparken. Natürlich, umparken ist das Stressigste, was es gibt, weil ausparken, einparken. Also eigentlich nur das Schlimme am Segeln. Und zu dritt sollte das Einparken doch eigentlich kein Problem sein, oder? Einfach, ich gebe dir einfach nur das und du legst es einfach so drüber. Weil wir können genauso wieder anlegen. Wir müssen dann nur, ich weiß nicht, ob die Boxen vielleicht ein bisschen kürzer sind. Okay, Motor Start. Ausparken hat geklappt. Jetzt kommen wir zum Einparken. Das Umparken war schwieriger als gedacht. Immer wieder wurden wir vom Wind zu der Seite gedrückt und erst nach dem 4. Versuch hat es endlich geklappt. Doch dann kam die nächste Herausforderung. Die ganze Nervosität und Anspannung haben für Spannungen zwischen mir und Dennis gesorgt und plötzlich gab es auch noch Kommunikationsprobleme. Doch seht selbst. Wir sind vorne links zu kurz. Weiter kommen wir nicht zurück. Ah ja. Doch, wir kommen ganz viel zurück. Ja, mach ich ja. So, mal gucken, wenn mein Hintern jetzt nach links geht. Jetzt hält er Pause. Soll ich mit der Sorgleine arbeiten? Zu weit weg. Was ist Und zu weit zwar weg? noch mal ein Stück vor oder so. Aber was soll ich machen? Also was ist jetzt das Problem? Ich komme nicht dahin. Ja, Das ist weil zu die weit. Leinen zu kurz sind vorne. Nein. Der Papa hält ja. Ja, Der und kann ja- er hält sie zu kurz. Dann sag ihm, er soll sie länger lassen. Dietmar, lass Aber mal- du, Schatz, wir müssen doch erstmal nach links kommen. Was soll ich machen? Vorfahren. Ich weiß nicht, was Vorfahren bringen soll. Ich weiß nicht, was Vorfahren bringen soll. Nicht dann rüber. Ja, kriege ich nicht hin. Guck mal, wir fahren nur raus. Ja, aber Papa ist ja fest. Nicht? Ah, schon wieder. Dann halt. Wir müssen noch weiter zurück. Pass auf. Ah, wegen der Käppi-Übersicht. Noch. Vor mir Leine. Ein Tick. Noch. Jetzt hat er überhaupt gar keine Leine mehr, Ja, oder? vor allem er hält sie nicht straff. Okay, festhalten. Weglegen. Dann gib Gummi. Festhalten. Die Leinen sind zu kurz vorne. Kurz vorne die Leine. Ja, Sind die Boxen größer als? sieht so aus.
Brauchen eine andere Line. Nee, wir verbinden, wir machen da einfach welche dran. Wieso machst du den Motor schon auf? Aber wenn wir jetzt über eine Frage. Ja, das Spannende ist jetzt, dass wir zum ersten Mal unter einem Eichelbaum geparkt haben. Oh Mann, mussten wir weit laufen, um wieder zum Boot zu kommen. Und beim Rückwärts-Einparken, naja, sagen wir mal, wir haben ein bisschen aus der Reihe getanzt. So, genug von dem schönen Örtchen Mönckebude. Zeit für was Neues. Wir düsen weiter. Lasst euch überraschen, wohin. Let's go.